Heute bei den Lately News hat die Polizei bei Ansbach einen 85-Jährigen gestoppt, der mit einem motorisierten Rollstuhl auf einer Bundesstraße unterwegs war. Die Polizei gab dabei an, dass es nicht grundsätzlich verboten sei, mit einem motorisierten Rollstuhl auf einer Bundesstraße zu fahren. Allerdings hatte der Mann auf der Bundesstraße einen 15 Kilometer langen Stau verursacht. Aber auch nur, weil der 85-Jährige eigentlich seit 25 Kilometern eine 98-Jährige auf der Bundesstraße überholen wollte, die dort mit dem Rollator unterwegs war. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachsendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt durch unzählige Parkbänke, auf denen mein Gesicht geklebt ist. Nicht nur, weil ich Spandau's Makler Nummer 1 bin, sondern weil das sowohl die Tauben als auch alte Menschen am besten vergrault. Für einen schöneren Park, nur halt ohne Oma. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, den 7. Sinn auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Und natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder vom Nordpol, wo Santa endlich auch mal die Zeit findet, die Zeitung zu lesen. Aber auch nur, um einen Zweitjob zu finden, gerne als Callboy oder Pornodarsteller, rasiert oder unrasiert. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Videospielkritik zum neuen Biomutant, einem Open-World-Videospiel aus der Third-Person-Perspektive, dessen größte Stärke es ist, ein Open-World-Spiel aus der Third-Person-Perspektive zu sein. Biomutant steht dabei in einer Reihe mit Spielen wie Bioshock, Biohazard und Kochen mit Alfred Biolek. Wobei sein Add-on Welcher Wein passt am besten zum Crystal Meth Kochen schon großartig war. Na, mal schauen, ob es an seinen geistigen Vorgänger Common Modification und jedem anderen Spiel, das wahllos einen Begriff hinter Bio gesetzt hat, wie Biopunk 2077 oder Red Bio Redemption 2 rankommt. Aber kommen wir zuvorderst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Ich habe ja das Glück, dass ich einen Führerschein der westindischen Inseln besitze, weswegen ich alles von einem klapprigen Moped bis hin zu einem Space Shuttle fahren bzw. fliegen darf. Allerdings stellt sich gerade die Parkplatzsuche mit einem Space Shuttle in Berlin dann doch immer wieder als etwas schwieriger heraus, als man annehmen könnte. Das war auch ein Grund, warum der Bau vom BER so lange dauerte, weil ich sehr lange Zeit direkt in der Einfahrt zum BER geparkt und leider meine Schlüssel zum Space Shuttle wieder einmal verlegt hatte. Sie waren am Ende in meinem anderen Space Shuttle, bringe die beiden immer wieder durcheinander, obwohl eines rosa ist und das andere weiß. Achso, jetzt noch eine News. Okay, Besoffener fährt in Berlin-Wedding mit seinem Auto Schlangenlinien. Die Polizei will ihn stoppen, was nicht schwer ist, weil der Besoffene nur mit 5 km/h unterwegs ist, da er 2 Platten hat und dann sein Auto direkt in einem Streifenwagen parkt. Wie oft ist mir das schon mit meinem Space Shuttle passiert? Währenddessen in Düsseldorf. Ich hatte ja schon immer das Glück, dass ich dank meiner Tante Erna gerade bei modernen Geräten immer auf dem neuesten Stand war. Während alle damals glaubten, bei AOL drin zu sein mit ihrem 56K Modem, hatte meine Tante Erna schon längst Glasfaserkabel im Vorgarten direkt zum Telekom-Mast gelegt. Als dann alle darüber redeten, dass die neuen Fernschreiber der neueste heiße Scheiß wären, da schraubte meine Tante Erna schon aus einem Dutzend dieser neumodischen Dinger das erste Faxgerät zusammen. Und immerhin könnten wir heute die nordrhein-westfälische Staatskanzlei in Düsseldorf so erreichen. Denn diese nutzt immer noch mehr als 94 Faxgeräte als Backup, sollte irgendwann einmal das Internet zusammenbrechen. Einige dieser Faxgeräte verschicken die am Rechner ausgedruckten und dann am Faxgerät eingescannten Faxe als E-Mails. Gäbe es doch nur eine einfachere oder gar effizientere Art, das zu verschicken. Ohne ausdrucken und wieder einscannen, direkt per Mail, halt nur ohne Fax. Aber was rede ich von Dingen, die es frühestens seit 1999 gibt? Allerdings, es sind Düsseldorfer quasi die Bielefelder vom Rhein.
Derweil in Tuscaloosa. In Vino Veritas ist ein altes lateinisches Sprichwort, was übersetzt so viel heißt wie: Die Wahrheit ist irgendwo da draußen, aber niemals im Wein, du Schnapsdrossel. Ja, die Lateiner konnten mit wenigen Worten viel mehr aussagen, als sie eigentlich wollten. Deshalb gab es im römischen Imperium auch ständig Kriege, weil nicht jeder wie ich ein riesiges Latinum hatte, sondern sich schon von einem einfachen Salve auf die Füße getreten fühlte. Denn Salve heißt nicht nur in Rom Hallo, sondern auch jenseits des Limes Alter deine Mutter. Dass aber die Wahrheit in einem Wein, der in einem Klärwerk angebaut wurde, liegen soll, würde ich jetzt erst einmal bezweifeln. Nur genau in so einem Weingut hatte die Polizei in Tuscaloosa, Alabama, mehrere tausend Flaschen der in Alabama sehr beliebten Marke Chateau de Cloaque sichergestellt. Zwar ist die private Weinherstellung in Alabama erlaubt, allerdings nur für den privaten Gebrauch, und man darf nicht mehr als 57 Liter davon im Haus haben, was wiederum gerade einmal so ausreicht für einen entspannten Freitag. In Alabama, in Tuscaloosa. Noch zum Abschluss die Lately News Videospielkritik der Woche mit dem neuen Biomutant für alle aktuellen Konsolen wie dem Apple Pippin. Denn es hat sich gezeigt, dass das Failing Biomutant nur vollgestopft ist mit Fake-Mutanten. Als alter Bio-Leistungskursler ist mir das Rumexperimentieren mit Mutationen natürlich mehr als vertraut. Was habe ich alles in den Bio-Unterrichtshäcksler gestopft, immer in der Hoffnung, damit eine neue Superrasse von mit Laseraugen versehenen Superkaninchen auf diese Weise zu generieren. Leider ist mir das nie gelungen, da scheinbar die DNA eines Laserpointers mit der eines Tiefkühlkarnickels aus dem Supermarkt zu wenig gleiche Allele aufweist. Aber immerhin habe ich dabei beim mündlichen Abi punkten können, oder die Prüfer hatten nur Angst, selber im Häcksler zu landen. Wer weiß. Und so stellt sich mir am Ende nach über 8000 Stunden, die ich alleine im Duden damit verbracht habe, um die Bedeutung vom Wort Biomutant nachzulesen, nur die Frage: Warum kann ich in diesem Spiel keine zwei Lebewesen in einen Häcksler werfen und damit super Biomutanten erschaffen? Deshalb sei aber trotzdem nur verwarnt, Biomutant, 8 von 10 dunkelgrünen Lately Fake Bugs an dich, und ich werfe dich zusammen mit Cyberpunk 2077 in den Häcksler und bekomme damit vielleicht ein halbwegs bugfreies Cyberpunk 2077 heraus. Das, meine Lately News, wir sind's wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.